So, guten Abend. That's it. I'd like to say, first of all, how good it is to be back here in Germany. Ich möchte zuerst sagen, wie gut es für mich ist, wieder zurück in Deutschland zu sein. And I'd like to thank Christiane and the community here for everything that you have done to grow the community and also to bring us together this weekend. Und ich möchte zuerst Christiane und der Gemeinschaft danken, also mir insbesondere für alles, was ich getan habe in den letzten Jahren, um uns hier zusammenzubringen. And it's good to see some familiar faces. Und es ist schön, manche vertraute Gesichter zu sehen. And who haven't changed at all in the past year. Die sich überhaupt nicht verändert haben im letzten Jahr. And some new faces that I hope will become familiar. Und auch neue Gesichter, die hoffentlich einmal vertraut werden. And I think our theme for reflection this weekend is spiritual friendship. Und das Thema, über das wir an diesem Wochenende nachdenken wollen, ist spirituelle Freundschaft. And the best way we can understand what that means is by being together as we are. Und wir können am besten verstehen, was das bedeutet, wenn wir zusammen sind, so wie wir das jetzt sind. And a friend is someone with whom you can be yourself. Ein Freund oder eine Freundin ist ein Mensch, mit dem ich so sein kann, wie ich bin. And whom you can trust. Und dem ich vertrauen kann. And one of the most trusting things we can do is to be silent with each other. Und einer der größten Vertrauensbeweise, die wir einander geben können, ist miteinander zu schweigen. To meditate together. Miteinander zu meditieren. And one of the great gifts in my life is to have discovered this living connection between meditation and friendship. Und eine der größten Geschenke in meinem Leben war, diese Verbindung zu entdecken zwischen Meditation und Freundschaft. John Main said that meditation creates community. John Main sagte, Meditation schafft Gemeinschaft. And the kind of community it creates is what we could call spiritual friendship. Und die Art Gemeinschaft, die Meditation schafft, ist das, was wir spirituelle Freundschaft nennen können. Now, it's a spiritual friendship that grows up between human beings. Also spirituelle Freundschaft wächst natürlich zwischen Menschen, Not angels. nicht zwischen Engeln. I don't know if angels are friends with each other, Ich weiß nicht, ob Engel miteinander befreundet sind, but human beings have bodies, aber Menschen haben einen Körper, we have personalities, wir haben Persönlichkeiten, we have difficult traits in our personality, wir haben schwierige Charakterzüge in unserer Persönlichkeit, we are not perfect by any means, wir sind in keiner Weise vollkommen. and yet it's in that humanity that we go through and beyond our psychological nature. Und doch ist es gerade in dieser Menschlichkeit, dass wir durch unsere psychologische Natur hindurch und darüber hinausgehen. We're not subject to the laws of the psyche. Wir sind nicht den Gesetzen der Psyche unterworfen. We can break out into the liberty of the spirit. Wir können ausbrechen in die Freiheit des Geistes. So, at a psychological level, there are certain people that you would not be friends with. Auf der psychologischen Ebene gibt es natürlich Menschen, mit denen wir nicht befreundet sein wollen. Maybe for reasons that you don't even understand, unconscious reasons. Manchmal aus unbewussten Gründen, die wir nicht einmal verstehen. Just people we move to the other side of the room when we see them.
Die meisten Menschen treffen aufeinander, wenn wir sie, was machen sie? Well, when we see them, we just naturally go Ach so. and go to speak to somebody else. Okay, die meisten Menschen, die wir in einem Raum treffen, vermeiden wir und gehen mit jemand anderem sprechen. But when the spirit is open, Aber wenn der Geist offen ist, we are able to transcend those laws of human psychology dann können wir über diese Gesetze der menschlichen Psychologie hinausgehen. and we discover a whole new range, a spectrum of friendship. Und wir entdecken einen ganz neuen Bereich, ein neues Spektrum an Freundschaft. And so we can say, we don't meditate together because we are friends. Wir können sagen, wir meditieren nicht zusammen, weil wir befreundet sind, Because we share the same interests weil wir dieselben Interessen teilen or vote in the same way. oder in der gleichen Weise uns wählen. But we are friends because we meditate together. Sondern umgekehrt, wir sind befreundet, weil wir miteinander meditieren. And that's that subtle meaning of spiritual friendship I'd like to explore with you on this very Brexit type of weather evening. Und diese subtile Bedeutung des Wortes spirituelle Freundschaft möchte ich heute an diesem Brexit-Wettertag, Wetterabend mit Ihnen ausloten. I think now when I come into mainland Europe, I have to remind my fellow Europeans that I am also Irish. Heutzutage, wenn ich ins kontinentale Europa komme, muss ich meine Miteuropäer daran erinnern, dass ich auch Ire bin. So, Christiane introduced us to meditation this evening, gave us the simple, essential teaching on how to meditate in this Christian tradition. Christiane hat uns heute Abend eingeführt in diese einfache Tradition, in der wir in der christlichen Meditation zusammen sind. It's simple for two reasons. Es ist aus zwei Gründen einfach. It is universal, Es ist universell, so we can meditate in this way with children of 4 or 5 years old. wir können auf diese Art und Weise auch mit Kindern, die 4 oder 5 Jahre alt sind, meditieren With MBA students, oder mit Studierenden, with people who are dying, mit Menschen, die im Sterben liegen, with people who we are in conflict with. mit Menschen, mit denen wir einen Konflikt haben. So meditation is universal because it is simple, radically simple. Also Meditation ist einfach, weil sie, ist universell, weil sie so einfach ist, so radikal einfach. If it were just simple, it would be superficial Wenn sie nur einfach wäre, wäre sie oberflächlich and it wouldn't change us, und würde uns nicht verändern, or it would just change our mood for a few minutes. würde nur unsere Laune für ein paar Minuten ändern. But because it is radically simple, it is transformative. Aber weil sie so radikal einfach ist, verändert sie uns, es transformiert uns. And it is not easy, Und es ist nicht leicht, but always simple. aber immer einfach. So that's one aspect of simplicity, is that it is simple and it is universal. Also ein Aspekt der Einfachheit ist dieses Universelle. Another aspect of simplicity is that we never become masters of it. Ein anderer Aspekt der Einfachheit ist, dass wir nie Meister der Meditation werden. It's not a technique that you can say, I have mastered meditation, now I can move on to Tai Chi. Es ist nicht eine Technik,
von der man behaupten kann, jetzt habe ich diese Technik gemeistert, jetzt gehe ich weiter zu Tai Chi zum Beispiel. So those of you who have been meditating for maybe many years, when you listened to Christiane this evening, you were listening and learning from what she was saying, even though you've heard it many times. Für diejenigen von Ihnen, die schon seit vielen Jahren meditieren, waren trotzdem da und haben Christiane zugehört und haben etwas gelernt von ihr, obwohl sie es schon oft gehört haben. So the only person who didn't learn anything new from what she said was me. Der Einzige, der nichts Neues gelernt hat von Christiane, war ich. Not because I am a greater master than she is, but because I couldn't understand what she was saying. Nicht, weil ich ein größerer Meister bin als sie, sondern weil ich nicht verstehen konnte, was sie gesagt hat. But what I learned more, or always learned more deeply, was from your response after she finished, how we moved very naturally into this time of friendly, trusting silence. Aber was ich gelernt habe, war aus der Reaktion von Ihnen, nachdem sie fertig war, dass wir ganz natürlich in eine Periode von vertrauenden Schweigen eingetreten sind. So simplicity is always universal and it is always new. Die Einfachheit ist einerseits universell und andererseits immer wieder neu. Like friendship. So wie Freundschaft. We find friendship in the human race. Wir finden Freundschaft unter der gesamten Menschheit. Of course, it takes different cultural expressions of it in different traditions and different periods of history. Die Freundschaft hat natürlich verschiedene Ausdrucksformen in unterschiedlichen Traditionen oder Zeiten der Geschichte. The further north in Europe you go, the more physically distant friends are when they're sitting in a coffee shop, and the further south you go, the anthropologists have studied this, the closer people sit to each other. Also je weiter nördlich wir kommen, desto größer wird die Distanz, mit der sich Menschen wohlfühlen, wenn sie miteinander Kaffee trinken. Und das wurde erforscht. Und je weiter südlich wir kommen, desto enger aneinander sind die Menschen körperlich. In India, two male friends can hold hands as they walk down the street. In London, that would be quite controversial. In Indien können zwei männliche Freunde miteinander auf der Straße gehen und sich mit der Hand halten. In London würde das ziemlich kontrovers sein. But the nature of friendship is part of the human nature. Aber das Wesen der Freundschaft ist ein Bestandteil des menschlichen Wesens. Of course, there are different levels and kinds of friendship. Natürlich gibt es verschiedene Ebenen und Arten von Freundschaft. There's the friendship you have with people you play golf with. Es gibt die Art Freundschaft, die wir haben, wenn wir mit jemandem Golf spielen. But nothing else. Aber sonst nichts. Or there's the friendship you have with people you work closely with. Oder es gibt die Freundschaft, die wir mit Menschen haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten. And I think for many people who spend most of their life at work, the friendships they make in the workplace are very important to them. Und für viele Menschen, die den größten Teil ihres Lebens bei der Arbeit verbringen, sind die Freundschaften, die sie bei der Arbeit machen, sehr wichtig. But if they change their jobs, went to work in other companies, they would probably not see each other again or very often. Aber wenn sie ihren Job wechseln, wenn sie zu einer anderen Firma gehen, dann werden sie sich wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen oder nicht mehr oft wiedersehen. But we're going to try to explore this other level of, then of course there's the friendship of self-interest.
Dann gibt es die Art von Freundschaft, bei der es um das eigene Interesse geht. Of getting something out of the other person. Bei dem man etwas vom anderen haben will. And using the other person and paying back a debt to them. Da will man den anderen Menschen benutzen und selbst aber auch seine Schuld wieder ausgleichen. In politics. Politics. Ja, in der Politik ist das so. So there are many different kinds of friendship, but we're going to look at the nature of what we call spiritual friendship. Also es gibt viele verschiedene Arten von Freundschaft, wir werden uns aber näher befassen mit dem, was wir spirituelle Freundschaft nennen. There was a man who was meditating every week with a group, and it's quite a large group of meditators, and they didn't really have time to get to know each other very well, or their names, or their jobs. Or So, es war ein Mann, der hat jede Woche mit einer Gruppe meditiert, und es waren aber viele Leute und sie hatten nicht wirklich die Zeit, ihren Namen und ihren Beruf und so weiter kennenzulernen. And he was out running in the park one morning, and he turned the corner, and he ran into another runner, and they stopped and apologized. Und ist jogging gegangen im Park, einmal in der Früh, und ist in einen anderen hinein aufgeprallt, und sie sind also beide stehen geblieben und haben sich entschuldigt. And they looked at each other and they said, I know you from somewhere. Und dann haben sie sich angeschaut und haben gesagt, ich kenne sie doch von irgendwo. And it took them a few seconds before they recognized each other as members of the meditation group. Und nach 2 Sekunden erst haben sie sich erkannt als Mitglieder dieser Meditationsgruppe. But he said immediately they connected at a level of deep trust and of friendship. Aber dieser Mann hat erzählt, sie haben sofort eine Beziehung miteinander gefunden, auf einer Ebene von tiefem Vertrauen und Freundschaft. So, what is your name? Where do you live? What kind of job do you do? Also nicht, wie heißen Sie, wo leben Sie, wo arbeiten Sie? But the usual stages of getting to know someone and the usual suspicions we have of new people and our self-defenses, these were clearly no longer needed. Also die gewöhnlichen Stufen einer allmählichen Freundschaftsaufnahme und unsere Art, uns selbst zu verteidigen und unser Misstrauen in andere, die waren nicht mehr wichtig. So what happens in that silence that we share in deep meditation? Was vollzieht sich also in diesem Schweigen, das wir miteinander teilen in der Meditation? You know, you don't have that connection when you're sitting next to a stranger on a 12-hour plane journey and you don't say a word to them. Wir haben nicht diese Verbindung, wenn wir neben einem Fremden sitzen auf einem 12-Stunden-Flug und kein Wort miteinander wechseln. You may even be, you probably spend part of those 12 hours sleeping together. Wir verbringen sogar mehrere Stunden dieser Zeit miteinander, indem wir nebeneinander oder miteinander schlafen. But there's no personal connection. Aber es ist trotzdem keine persönliche Verbindung. So it's not only being together physically or being silent together, it's what happens in the silence of meditation. Also es geht also nicht nur darum, dass wir miteinander körperlich sind oder dass wir miteinander schweigen, sondern es geht darum, was geschieht im Schweigen der Meditation. I think we could say probably that if you meditate with someone, you will be more open to them rather than more hostile to them afterwards. Wir können also sagen, dass wenn wir mit jemandem meditieren, wir wahrscheinlich nachher mit ihm eher offen zu sein und nicht feindlich ihm gesonnen sein. So what is this? What is the nature, the quality of this
human relationship that opens up through contemplation. Was ist also das Wesen dieser menschlichen Beziehung, das sich öffnet durch Kontemplation? I think we have to understand what the nature of contemplation is. Wir müssen uns daher verstehen, was das Wesen der Kontemplation ist, The work of contemplation was die Arbeit, das Werk der Kontemplation ist and paying attention together. und was es bedeutet, gemeinsam achtsam zu sein. But it's not the same as sitting next to somebody that you don't know at a theatre or at a cinema, and you're paying attention to the same thing. Es ist aber nicht dasselbe, als ob wir neben jemandem im Kino oder Theater sitzen würden und auf das Gleiche achten. But again, that particular kind of connection or potential for friendship doesn't automatically grow out of that, of paying attention to the same thing in the theatre. Also erwächst eben nicht dasselbe Potenzial an Freundschaft aus der Situation, dass wir nebeneinander sitzen im Theater oder Kino und auf dasselbe unsere Aufmerksamkeit richten. But it is about paying attention together. Aber es hängt damit zusammen, dass wir zusammen achtsam sind, unsere Aufmerksamkeit richten. So to understand spiritual friendship, we have to understand the power of attention. Wenn wir also die spirituelle Freundschaft verstehen wollen, dann müssen wir die Macht der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit verstehen. I remember once I was giving a talk somewhere, and I noticed there was an old man sitting in the front, apparently paying great attention to what I was saying. Ich erinnere mich, dass ich einmal einen Vortrag irgendwo gehalten habe und es war ein alter Mann in der ersten Reihe, der anscheinend sehr genau auf Acht gegeben hat. And he came up to me afterwards and he said, "Did you know you're wearing odd socks?" Und er kam aber nachher auf mich zu und sagte, wussten Sie, dass Sie unterschiedliche Socken tragen? That's one kind of attention. Das ist also eine Art, aufmerksam zu sein. We need to pay attention when we're crossing the street. Wir müssen natürlich Acht geben, wenn wir die Straße überqueren. If you're a doctor working in an emergency department, you need to pay attention at many levels to the victim of a road accident who comes in. Wenn man als Arzt in einer Notaufnahme arbeitet, muss man auf vielen Ebenen auf die Aufmerksamkeit auf die Patienten richten, auf die Opfer von Straßen. If you're writing a report or you're analyzing some financial statements, you need the quality of your work. It will depend upon the quality of your sustained attention. Wenn wir einen Bericht schreiben zum Beispiel, dann wird die Qualität unserer Arbeit abhängen von der Qualität auf unserer dauernd aufrechterhaltenen Aufmerksamkeit. How much you remember from a lecture will not depend on what you write, but upon how much you're listening, paying attention to what is being said. Wie viel Sie von einem Vortrag in Erinnerung behalten, wird nicht primär vom Mitschreiben abhängen, sondern von der Aufmerksamkeit. We find it difficult to pay attention. Wir finden es schwierig, aufmerksam zu sein. It's not easy to give our attention for an extended period of time. Nicht leicht, unsere Aufmerksamkeit für eine länger dauernde Zeit zu geben. I don't know how they come up with these statistics, but it's kind of interesting that the average attention span of the average American student used to be something like 20 seconds.
now it's down to 8. Ich weiß zwar nicht, wie diese Statistiken zustande kommen, aber man hat herausgefunden, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines amerikanischen Studenten bei 20 Sekunden war und jetzt auf 8 Sekunden gesunken ist. The average attention, the attention span of a goldfish is 9 seconds. Die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches ist 9 Sekunden. So attention is not, to pay attention is not easy, but we feel better when we do pay attention. Also unsere Aufmerksamkeit zu schenken ist nicht leicht, aber wir fühlen uns besser, wenn wir das tun. We feel more connected, Wir fühlen uns stärker verbunden, we feel more awake, wir fühlen uns wacher we feel more alive. und lebendiger. Reality is where we place our attention, said William James. William James sagte, die Wirklichkeit ist dort, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. We create, the kind of world we create is shaped by the way we pay attention. Die Art Welt, die wir bilden, ist geformt durch die Art, in der wir unsere Aufmerksamkeit schenken. The recent research into the way the two hemispheres of the brain work suggests that we pay attention in two quite distinct ways to reality. Die neuere Forschung über die Art und Weise, wie die beiden Gehirnhälften zusammenwirken, hat aufgezeigt, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Wirklichkeit in 2 ganz verschiedenen Weisen richten können. And I saw this when I was taking a photograph recently of a bird sitting on a fence, the top of a fence. Ich habe das vor kurzem gemerkt, als ich versucht habe, einen Vogel zu fotografieren, der auf einem Zaun saß. So I was taking the photograph, but then every so often the bird would just drop from the top of the fence, dive to the ground and get a worm or something he wanted to eat. Ich wollte also da dieses Foto nehmen, aber immer wieder ist der Vogel auf dem Boden herunter und hat also getaucht, um einen Wurm oder irgendetwas zu schnappen, das er essen wollte. And then he would go back to the top of the fence and move his head around like that, the way birds do. Und dann ist er wieder auf den Zaun geflogen und er hat sich gesetzt und hat seinen Kopf bewegt, so wie das die Vögel tun. So it was paying a very focused, precise attention to the ground and what was happening on the ground that was of interest to him. Also er hat eine sehr fokussierte Aufmerksamkeit gerichtet auf den Boden und auf die Aspekte, die ihn dort interessiert haben. But he was also paying attention in a more panoramic way, looking out for cats or photographers. Aber er hat auch gleichzeitig in einem eher Panoramablick die Aufmerksamkeit gerichtet, um zu schauen, ob Katzen oder Fotografen kommen. And along with many animals, we have 2 hemispheres in our brain. Und so wie viele andere Tiere haben wir auch 2 Hälften, Gehirnhälften. And evolutionary biologists have always wondered why, after millions of years of evolution, we didn't just have one brain instead of having, in effect, 2 brains. Also Evolutionsbiologen haben sich immer wieder gefragt, warum nach diesen Milliarden Jahren von Evolution wir 2 Hälften haben und nicht einfach nur eine Gehirn. And it's only recently, since we've been able to precisely understand how the brain works through new technology, that we understand how these 2 brains, these 2 hemispheres operate differently.
Aber erst in jüngster Zeit, seitdem wir technische Geräte haben, mit denen wir die Arbeitsweise der Gehirnhälften untersuchen können, haben wir verstanden, dass diese Gehirnhälften ganz anders arbeiten. Now, both hemispheres of the brain are active in everything we do, everything we think, feel and observe. Beide dieser Hälften sind involviert in allem, was wir machen, in allem, was wir denken oder fühlen oder beobachten. But there is a world of difference between them. Aber es gibt einen unglaublichen Unterschied zwischen ihnen. The left hemisphere of the brain operates primarily with second-hand received information. Die linke Gehirnhälfte arbeitet primär mit Informationen, die aus zweiter Hand empfangen wurde. And with that information, it creates models of reality. Und mit dieser Information baut es Modelle der Wirklichkeit. So we construct a plan for the renovation of an old monastery in France. Zum Beispiel kann man einen Plan aufstellen für die Renovierung eines alten Klosters in Frankreich. And or the structure of a complex institution. Oder für die Struktur einer komplexen Institution. And we create systems which we increasingly mistake for the reality itself. Und wir schaffen uns Systeme, die wir mehr und mehr irreführenderweise für die Wirklichkeit halten. And if we become too attached to these models of reality, to these systems that we've created, useful but not the real thing. Und wenn wir zu sehr verhaftet werden an diese Modelle oder Systeme, die wir selbst geschaffen haben, die nützlich sind, aber eben nicht die Wirklichkeit selbst, then we will find it very difficult to change our mind. dann werden wir es sehr schwierig finden, in einem Punkt unsere Ansicht zu ändern. We defend the model we've created. Denn wir sind abhängig geworden von dem Modell, das wir geschaffen haben. Scientists do this when they defend a long-standing belief or explanation for things. Die Wissenschaftler tun das, wenn sie haben eine über Jahre lang gültige Auffassung von der Wirklichkeit. We find it very difficult to admit to a mistake when we are too centered in the left hemisphere. Es ist sehr schwierig, einen Fehler zuzugeben, wenn wir uns zu sehr in dieser Gehirnhälfte verhaftet fühlen. And above all, we do not like uncertainty. In einer Blase, wir mögen keine Unsicherheiten. So we try to create the illusion of certainty even when, as politicians are in Britain at the moment, even though it is obvious that things are very uncertain. Wir lieben es daher, die Illusion von Sicherheit zu schaffen, gerade dann, wenn die Dinge sehr unsicher sind, so wie jetzt zum Beispiel in Großbritannien. Now, by contrast, the right hemisphere of the brain specializes in immediate experience. It's in the flow of reality rather than in the fixity of a model. Im Gegensatz dazu erfährt die rechte Gehirnhälfte unmittelbar. Sie befindet sich im Fluss der Wirklichkeit und nicht fixiert auf ein Modell. Now, the left hemisphere of the brain we could personify as saying to the right hemisphere, you don't really know what's going on, you're not practical, you're not efficient, and you don't have the experience that I have. Also wir können jetzt, wenn wir das in
persönliche übersetzen können wir sagen, die linke Gehirnhälfte sagt der rechten, du bist nicht praktisch, du bist nicht effizient und du hast nicht die Erfahrung, die ich habe. You're the kind of people who would waste a weekend on a meditation retreat. Du bist die Art Mensch, der ein ganzes Wochenende verschwendet und in ein Meditationsseminar geht. Why don't you go and enjoy yourself somewhere? Warum gehst du nicht und hast irgendwo Spaß? Or do a course and learn something. Ja, oder gehst und machst einen Kurs, um etwas zu lernen. But just meditating. Nicht einfach nur meditieren. But what we do know from the brain research is that it is the right hemisphere of the brain that knows reality as it is now. Was wir aber aus der Gehirnforschung wissen, ist, dass die rechte Gehirnhälfte es ist, die über die Wirklichkeit Bescheid weiß, so wie sie jetzt ist. It has this direct contemplative knowledge. Sie hat einen unmittelbaren kontemplativen Kenntnis. And actually the right hemisphere of the brain can do the modeling work of the left hemisphere if necessary. If you have a stroke on the left hemisphere, the right hemisphere can take on a lot of that work. Also im Prinzip ist die rechte Gehirnhälfte in der Lage, das Modellieren und Systeme schaffen der Linken zu übernehmen, wenn man zum Beispiel einen Schlag gehabt hat, einen Gehirnschlag. But in normal activity, the right hemisphere sends the information to the left hemisphere that models it and then sends it back obediently, like a good secretary, to the right hemisphere saying you can use this when you need. Aber im normalen Leben, so wie es gedacht ist, schickt die rechte Gehirnhälfte ihre unmittelbaren Erfahrungen an die linke, die sie dann modelliert und ins System einordnet und die Ergebnisse sofort wieder zurückmeldet, wie eine gute Sekretärin, an die rechte Gehirnhälfte unter dem Motto, du kannst sie jetzt benutzen für das, was du brauchst. Now, a British, or actually a Scottish neuropsychiatrist called Ian McGilchrist has synthesized or has brought together this latest research in a very interesting book called The Master and His Emissary. Also ein schottischer Psychiater hat vor kurzem diese Einsichten in ein Buch integriert, das er genannt hat, der Meister und sein Gesandter. Okay. And the first part of the book is more scientific, the second part is more cultural. What kind of culture have we developed in the Western modern world because of our left brain bias? Und die erste Hälfte dieses Buches ist mehr wissenschaftlich und die zweite ist mehr kulturell und beschäftigt sich damit, haben wir in der westlichen Kultur entwickelt, in der wir so sehr auf die linke Gehirnhälfte fixiert sind. So he has one big idea. Er hat eine große Idee. And you could say he plays this idea for all he can get. Und er spielt diese Idee aus, um alles auszuschlachten. But it's a good idea. Aber es ist eine gute Idee. But interestingly, he came to speak at our center in London recently. Er kam vor kurzem in unser Zentrum in London. And I couldn't be there, but somebody asked him, what about meditation? Ich konnte nicht dort sein, aber jemand fragte ihn, was ist mit der Meditation? And like a good scientist, he was very honest. He said, I don't know. Und da er ein guter Wissenschaftler war, hat er ganz aufrichtig gesagt, ich weiß es nicht. He said, I don't know anything about meditation. Ich weiß nichts über Meditation. Actually, I think he lives quite a contemplative life.
Ich glaube, er lebt ein ziemlich kontemplatives Leben. He lives in one of the most remote islands of Scotland. Er lebt in einer der entlegensten Inseln von Schottland. And now, but he did say, I could imagine that meditation would facilitate the rebalancing of these two ways of attention, these two ways of seeing the world. Er sagte, ich könnte mir vorstellen, dass die Meditation dazu beiträgt, die beiden Arten der Aufmerksamkeit und der Welt unsere Aufmerksamkeit zu schenken, ins Gleichgewicht zu bringen. And I think with your knowledge of Scripture, it isn't difficult to compare this idea with the story of Martha and Mary. Und mit unserer Kenntnis der Schrift ist es nicht schwierig, diese Einsicht zu verbinden mit der Erzählung über Maria und Martha. Martha is definitely left brain, Martha ist ganz offenkundig linke Gehirnhälfte, but too left brain. aber zu sehr linke And Gehirnhälfte. she becomes very impatient and angry with Mary, the right brain contemplative. Sie wird sehr verärgert und zornig mit Maria, die rechte Gehirnhälfte, die kontemplative darstellt. Martha is exhibiting all the symptoms of modern left brain culture, stress, anger, burnout. Martha zeigt alle Symptome der modernen Kultur, Überarbeitung, Ärger und Burnout And a breakdown in relationships. und einen Zusammenbruch von Beziehungen. Our capacity for relationship is diminished if we lose the balance between Martha and Mary, or left and right hemispheres. Unsere Fähigkeit zu Beziehungen wird verringert, wenn wir das Gleichgewicht zwischen den beiden Gehirnhälften oder beziehungsweise zwischen Maria und Martha verlieren. And what does Jesus say to poor Martha? Was sagt denn Jesus zur armen Martha? Only one thing is necessary. Er sagt, nur eines ist wichtig. And he doesn't say specifically what that is, Und er sagt nicht einmal deutlich, was das ist. because it's the sort of thing we have to discover for ourselves. Denn das ist die Art Sache, die wir selbst für uns entdecken müssen. We have to discover it experientially, not conceptually. Und wir müssen das durch Erfahrung und nicht durch Begrifflichkeiten erfassen. But the conceptual idea of the one thing necessary is, I think, that they should be friends, that Martha and Mary should be friends. Aber die begriffliche Fassung dessen, was hier gemeint ist, könnte man sagen, ist, dass die beiden befreundet sein sollen. Martha und Maria sollten befreundet sein. Martha is doing a good, useful and loving work. Martha verrichtet eine gute, nützliche und liebevolle Arbeit. But so is Mary. Aber eben auch Maria. Mary is listening to the words of the Lord. Maria hört dem Wort des Herrn zu. Different kinds of attention. Es sind verschiedene Arten der Aufmerksamkeit. Now, Meister Eckhart, in his great sermon on this parable, typically takes the side of Martha. Meister Eckhart, der eine wunderbare Predigt über dieses Gleichnis geschrieben hat, nimmt eher typisch für ihn die Seite von Martha ein. And he says, why didn't Mary get up and help her? Warum, sagt er, ist Maria nicht aufgestanden und hat ihr geholfen? Mary is just sitting there quietly listening to Jesus, but not paying attention to Martha's needs. Maria sitzt einfach da ganz ruhig und hört dem Meister zu, ohne Acht zu geben darauf, dass Martha sie braucht. So his commentary on the text reminds us that these two figures represent the two halves of the human
mind and of the human person. Sein Kommentar über dieses Gleichnis erinnert uns daher daran, dass die beiden Figuren stehen für die zwei Arten von Aufmerksamkeit oder von Geist. Jesus says, of course, Mary has chosen the better part. Bekanntlich sagt Jesus, Maria hat das bessere Teil gewählt. Which Ian the Gilchrist would say is the priority of the right hemisphere. It expresses the priority of the right hemisphere. Das ist, was dieser Wissenschaftler würde sagen, das ist die Priorität der rechten Gehirnhälfte. First be, then do. Erst sei erst und dann tue. Erst sein, dann tun. If you're doing, it becomes separated from the experience of being, then you will end up burned out and distracted and a not very nice person. Wenn unser Tun getrennt wird von unserem Sein, dann enden wir, indem wir burned out und erschöpft und ein nicht besonders netter Mensch sind. And burnout, as I learned from working with some doctors in the emergency department of a big hospital recently, und wie ich von Ärzten gelernt habe, mit denen ich in der Notaufnahme eines großen Krankenhauses zusammengearbeitet habe. The nurses and the doctors in the emergency department are the most incredibly generous people. They will work 12-hour shifts, and if somebody comes in an emergency, they'll work another 12 hours. Die Ärzte und Krankenschwestern, die dort arbeiten, in der Notaufnahme sind die großzügigsten Menschen. Sie arbeiten Schichten von 12 Stunden und wenn jemand kommt, dann sind sie bereit, noch weitere 12 Stunden zu arbeiten. They are altruistic to a fault. Sie sind altruistisch so sehr, dass es fast schon ein Fehler ist. And the fault is that they don't know when to stop. Und der Fehler ist, dass sie nicht wissen, wo sie aufhören müssen. And so they suffer the highest level of burnout in the profession. Deshalb erleiden sie die größten, intensivsten Burnouts in dieser Profession. So, not surprisingly, they're interested in meditation. Also es ist nicht überraschend, dass sie in Meditation interessiert sind. Burnout, it doesn't mean that you end up rolling around on the ground screaming or that you simply can't get out of bed in the morning. Burnout bedeutet ja nicht, dass man so weit kommt, dass man sich am Boden wälzt und schreit oder nicht in der Früh aus dem Bett kommt. A burnout probably means that you begin to shut down interiorly. Burnout bedeutet wahrscheinlich, dass man sich innerlich abschließt. You become more and more alienated from the work you're doing and the people you are working with or for. Man wird immer mehr entfremdet von der Arbeit, die man tut und von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. So you go through the external motions of the work, but you are not present anymore. Wir gehen also dann durch die äußeren Rituale der Arbeit, aber wir sind innerlich nicht mehr gegenwärtig. And eventually this interior division within yourself leads to some pathological condition. Und mit der Zeit führt diese innere Teilung des Selbst zu einer pathologischen Kondition. So this is why tomorrow I'd like to look at the first kind of spiritual friendship as being friends with oneself. Deshalb möchte ich morgen zuerst die Art von spiritueller Freundschaft untersuchen,
die darin besteht, dass ich mit mir selbst befreundet bin. Balancing and integrating the two ways in which we create reality or live in the world. Dass wir integrieren die beiden Arten, wie wir die Wirklichkeit erschaffen oder in der Welt leben. Attention is the work that brings about this integration. Die Aufmerksamkeit ist die Arbeit, die diese Integration mit sich bringt. Attention is the lifeblood of all relationship. Aufmerksamkeit ist das lebendige Blut jeder Beziehung. You know, when you're talking to a ticket agent at the airport, and there's the planes are not flying and everybody is creating trouble, and you go and try and sort out your problem, and you realize they are not paying attention to you at all. And understandably, they are burned out, they are stressed, and they've been subjected to abuse. But they deal with this by shutting down, yes, by not paying attention to you anymore. Wenn man manchmal beim Schalter am Flughafen ist und ein besonderes Problem hat, dann kann es passieren, dass man merkt, dass der am Schalter sitzt, aus verständlichen Gründen, weil er übermüdet ist, weil man ihn instrumentalisiert hat, keine Aufmerksamkeit mehr schenkt oder schenken kann dem Anliegen seines Klienten und nur abarbeitet eine Regel. So a breakdown in our capacity for attention leads to a breakdown in relationship. Also ein Zusammenbruch in unserer Fähigkeit zur Aufmerksamkeit, zur Zuwendung, führt auch zu einem Zusammenbruch von Beziehungen. Attention is not the same as judgment. Aufmerksamkeit ist nicht dasselbe wie Urteil. Attention is to see what is really present. Aufmerksamkeit heißt zu sehen, das, was wirklich gegenwärtig ist. This comes before judgment. Das kommt vor dem Urteilen. And the depth of attention leads to a depth of insight. Und die Tiefe der Aufmerksamkeit führt zu einer Tiefe der Einsicht. And good judgment, knowing what we should do with what we see, comes naturally from this depth of insight. Und eine gute Urteilskraft, die uns befähigt, Schlüsse zu ziehen, was wir tun sollten aufgrund dessen, was wir sehen, kommt ganz natürlich aus dieser Aufmerksamkeit. So, when a relationship, a marital relationship, or professional relationship breaks down, Wenn also eine Beziehung in der Ehe oder im Beruf zusammenbricht and it looks as if, there is no more communication, und es so ausschaut, als ob es keine Kommunikation mehr gibt, a therapist will say, let's just try to listen to each other. dann wird ein Therapeut sagen, versuchen wir doch einfach einander zuzuhören. Repeat what the other person just said, as you Wiederhole, understood was it. der andere Mensch gerade gesagt hat. And of course, it's very difficult to do that because we think the other person is saying something because we have already made up our mind, we've already judged them. Und das ist sehr schwierig zu tun, weil wir schon ein Urteil darüber gebildet haben, was der andere Person sagt und weil wir schon sie danach beurteilen. So healing of the relationship is restoring the capacity to pay reciprocal attention. Die Heilung der Beziehung besteht dann darin, dass man wiederherstellt die Fähigkeit, sich wechselseitig zuzuhören und Aufmerksamkeit. And that takes a lot of work. Und das bedeutet viel Arbeit.
So we could say there is a difference between, just as the bird sitting on the fence pays different kinds of attention, one very focused and the other more panoramic. Wir könnten sagen, so wie der Vogel zwei verschiedene Arten von Aufmerksamkeiten richtet. Das eine sehr fokussiert und die andere eher panoramisch. So the human being with a rather higher level of attention Dann, so dass auf einem höheren Ebene des Bewusstseins ist, can either glance at something very quickly, just catch a glimpse of it, wir können also dann einerseits schnell wohin schauen und nur einen kleinen kurzen Augenblick davon sehen and only pay attention for a fraction of a second. und nur für einen Bruchteil einer Sekunde aufmerksam sein, Like as we do when we watch television, wenn wir zum Beispiel Fernsehen anschauen jumping from one frame to another, und von einem Bild zum nächsten, especially for TV commercials. speziell bei Werbung, Not the same as Swedish films, which have much longer attention span. ist nicht dasselbe wie ein schwedischer Film, den viel länger unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. So there's that very, what we could call the glance, Ja? as compared with the gaze. Ja. Wir können also das unterscheiden zwischen dem schnellen Hinschauen und dem dauernden Blick, den wir halten. Also das Schnelle und das Langsame. It's like people who go to an exhibition, to a art gallery. Das ist so, wie wenn Menschen zu einer Ausstellung in einer Kunstgalerie gehen. You may have the tourist who just has to go to the National Gallery. Da gibt es die Touristen, die zum Beispiel in die National Gallery gehen müssen. And he just has to go and see the Mona Lisa. Not at the moment. He just, what? Not at the National Gallery. Very observant? That was a test. Okay. It's a little trap, he said, Okay, for us. so, So, und der Tourist möchte gerne die Mona Lisa sehen in der National Gallery. so then they go there and they say, I went to see I've been to see the Mona Lisa in the Louvre, which is the National Gallery of France. Also dann gehen sie durch den Louvre, der die National Gallery von Frankreich darstellt, und gehen von einem Zimmer zum anderen. Jetzt möchte ich die Mona Lisa sehen. And of course they want to take a photograph of it Und natürlich wollen sie die Mona Lisa fotografieren, and to show that they have seen it. ja, um zu beweisen, dass sie gesehen haben. But then you have another kind of person with another motive who has half an hour to spare in their lunch break. Und dann gibt es aber eine andere Art von Menschen, die vielleicht eine halbe Stunde in ihrer Mittagspause haben. And they go in to look at a favorite painting. Die gehen hinein, um ein geliebtes Bild anzuschauen. And they are disciplined. They're not seduced by all the other paintings around them as they walk through the gallery. Und sie sind diszipliniert und lassen sich nicht ablenken von allen anderen Bildern, die sie sehen, wenn sie durch das Museum gehen. And then they sit and gaze at this painting, which has already become a friend for them in their life. Und dann sitzen sie und betrachten dieses Bild, mit dem sie schon befreundet sind in ihrem Leben. And the person who gazes at their favorite painting comes away feeling enriched, refreshed, and blessed. Und der Mensch, der sein geliebtes Bild betrachtet, kommt nach einer Weile heraus erfrischt, bereichert und Nice.
and the person Gesegnet. Gesegnet. So, and the person who just went to take a picture of the Mona Lisa, is already stressed because they have to get to the National Gallery in London to see a painting, a famous painting there. Who? Michelangelo. Yes, we'd see the Leonardo cartoon. Oh, yeah. Und die anderen, die also nur die Fotografie von der Mona Lisa gehabt haben, sind schon im Stress, weil sie jetzt als nächstes zur National Gallery nach London gehen müssen und dort ein berühmtes Kunstwerk anschauen. So this question of attention is a way of understanding your life and the kind of life you're living and the meaning and the richness or otherwise of your life. Also diese Art, mit Aufmerksamkeit sich zu befassen, ist eine Art, unser Leben verstehen, die Art, wie wir den Reichtum und die Bedeutung unseres Lebens sehen. So this is just a little introduction to the idea of attention as the basis of friendship. Das ist nur eine kleine Einführung in die Idee, dass die Aufmerksamkeit als die Grundlage für unsere Freundschaft ist. Now, friendship, you could, as I said, many definitions of it, but friendship, you could say, is the enjoyment of the other for their own sake. Freundschaft ist die Freude am anderen seiner selbst willen. Not because of what you get out of them, Nicht deswegen, weil sie zu etwas nützlich sind, not because they are famous or powerful, nicht weil sie berühmt oder mächtig sind, but because you enjoy them for their own sake. sondern weil wir uns an ihnen um ihrer selbst willen freuen And you see them as they really are. und wir sie so sehen, wie sie wirklich sind. You don't put them on a pedestal. Wir stellen sie nicht auf ein Podest. You don't create them as a hero. Wir machen keine Helden aus ihnen. You know, you can't be friends with your hero. Wir können mit unserem Helden ja nicht befreundet sein. You don't want to be friends with your hero. Wir möchten gar nicht mit unseren Freunden, mit unseren Helden befreundet sein. And this friendship also enables you to be yourself. Diese Freundschaft befähigt auch uns, wir selbst zu sein. You can trust the other person to accept you as you really are. Wir können vertrauen, dass die andere Person uns so annimmt, so wie wir wirklich sind. So this helps to understand why the Greeks said that the life without a friend is a life not worth living. Und das hilft uns zu verstehen, warum die Griechen gesagt haben, dass das Leben ohne einen Freund ein Leben ist, das nicht lebenswert ist. And that the highest goal of life is to find this gift of friendship. Und das größte Ziel des Lebens ist, dieses Geschenk der Freundschaft zu finden. This is what really defines the human. Das ist das, was den Menschen wirklich ausmacht. Now, this also begins to help us understand why Jesus uses friendship to describe his relationship with us and with God. Und das hilft uns auch zu verstehen, warum Jesus die Freundschaft benutzt, um seine Beziehung zu uns und zu Gott zu beschreiben. And Christian reflection on the meaning of friendship opens up the revelation of the gospel. Und das Nachdenken über die Bedeutung von Freundschaft im Christentum öffnet uns die Sicht auf das Evangelium. It also helps
us to see why friendship is born from attention. Es hilft uns auch zu verstehen, wie und warum Freundschaft geboren ist aus der Aufmerksamkeit. And in doing so, it shows us that attention is a form of love, or is love. Und indem es das tut, zeigt es uns, wie Aufmerksamkeit mit Liebe gleichzusetzen ist. And finally, for tonight, this suggests that we have first of all to learn to be friends with ourselves. Und um das zu verstehen, müssen wir als erstes lernen, mit uns selbst befreundet zu sein. To pay attention to ourselves. Und auf uns selbst aufmerksam zu werden. And this is what meditation helps us to do. Und genau dabei hilft uns die Meditation. But only if we can understand that in meditation we are not thinking about ourselves, we are paying attention to ourselves. Aber nur dann, wenn wir verstehen, dass wir bei der Meditation nicht über uns nachdenken, sondern nur auf uns aufmerksam sind. So this brings us back to what Christiane was saying in her introduction to meditation, I hope. Das führt uns zurück zu dem, was Christiane hoffentlich in ihrer Einführung in die Meditation gesagt hat. Which is that in meditation we take the attention off our thoughts. Dass wir nämlich bei der Meditation die Aufmerksamkeit von unseren Gedanken wegziehen. All thoughts. Und zwar von allen Gedanken. All expressions of our thinking process, or imagining process, or judging process. Von allen Ausdrücken unseres Denkprozesses, unseres Vorstellungsprozesses, unseres Urteilsprozesses. And in the work of laying aside our thoughts by our faithful attention to the mantra, Und in der Arbeit unsere Gedanken loszulassen, weil wir unsere Aufmerksamkeit beständig auf das Mantra richten, we learn to be friends with ourselves. lernen wir mit uns selbst befreundet zu sein.